einen besonders schwierigen Fall, nämlich, ich meine nicht den Roller, ich meine Jens Kruse. Wenn wir jetzt versuchen würden, alle Roller zu featuren, die Jens gebaut hat und die auch wirklich ein Feature verdienen, dann sind wir hier noch 3 Tage beschäftigt. Weil der Roller davor, der ist auch von Jens und da hinten sind auch noch welche, die alle unfassbar gut sind. Jens, kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin Jens Kruse aus Mölln, das liegt bei Lübeck. Bin Mitglied bei den vandalisierenden Sabberköppen seit den 80er Jahren. Hab einen Maschinenbaubetrieb und mache das als Hobby. Das ist wieder mal besonders interessant, weil wer sich ein bisschen in der Rollerszene auskennt, der denkt, noch ein alter Roller wieder ausgegraben, nämlich der Rossman's Racer von PM war der, Genau. glaube ich. Ne? Aber nein, es ist noch viel interessanter. Es ist ein Replika von einem Custom-Roller, richtig? Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist eigentlich eine reine Resteverwertung, wie bei vielen meiner Ideen. Ich stehe im Winter in meiner Werkstatt, gucke in mein Regal, was habe ich noch? Ja. Blätter alte Zeitschriften durch und überlege mir dann, was kannst du mal bauen, was dem schönen alten Stil der 80er Jahre entspricht. Und der Rossman's Racer ist für mich immer der ultimative Vespa Racer gewesen seit den 80er. 87 das erste Mal in der Scooter-Ring gesehen und gleich geflasht gewesen. Ich mag diesen Racer, weil der war wirklich berühmt zu der damaligen Zeit und vor allem, er hat auch meinen ganz persönlichen Lieblingsauspuff, den PM Up and Over. Den Mein auch. Bin ich auch Anfang der 90er tatsächlich damit rumgefahren. Ne? Ich finde schön, dass du wieder einen Roller mit einem Up and Over gebaut hast. Und hier hast du ein Bild von dem Roller, wie er früher war. Genau, das ist sozusagen das Original von 1985 oder 86 wurde das Ding gebaut von PM Tuning. Und hier sieht man auch, er war 1994 nochmal gefeatured, genau. Kalender. 86 und 94 haben sie ihn gefeatured. Okay, Wahnsinn. Also, ein sehr schöner Roller, sehr detailliert aufgebaut. Wer hat die Lackierung gemacht? Das habe ich selber gemacht. Also du machst auch die Ich mache Lackierung im selber? Prinzip alles selber. Von Karosseriebau über Lackierung, über Galvanik. Okay. Und wo hast du die schöne alte Metal Flake Sitzbank? Das ist eigentlich eine V50 Giuliari Corsa gewesen, die ich halt neu gepolstert habe mit klassischen Metal Flakes. Wie bist du auf die Idee gekommen, statt einer TCE-Bremse einen SIP-Bremssattel zu verbauen? Ich wollte das Teil ursprünglich als originale Replika aufbauen. Das hat aber nicht geklappt, weil einige Bauteile nicht mehr zu bekommen waren. Also habe ich gedacht, ich baue ein Tribute und baue die PM-Kiste so, wie PM sie wahrscheinlich heute bauen würde, mit den Komponenten, die auf dem Markt zu erhalten sind. Ja. Die halt einfach das Beste sind, so wie sie es damals auch gemacht haben. Jens, also ein sehr schöner Roller mal Danke. wieder. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, Gern dass wir bald schon wieder einen neuen Roller von dir vorstellen. Ja, also in diesem Jahr definitiv noch. Danke dir. Danke, Jesko.